Guten Tag, Klasse. Today you are going to do a listening activity, kind of reading too. I will read you this story, then afterwards you're going to go to the link provided and answer the questions in a Google form that will be recorded as a quiz. You can obviously go back through this video if you need to answer the questions. And you may take the quiz more than once. Die Geschichte heißt Luca und der Affe. Das ist Luca und das ist der Affe. Hallo, ich heiße Luca. Ich bin 9 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich bin nicht in Deutschland. Ich bin in Peru. Ich bin im Regenwald. Regenwald. Ich besuche meine Tante. Sie wohnt in Peru. Ich wohne in Deutschland und besuche meine Tante in Peru. Sie wohnt im Regenwald. Meine Tante ist Biologin. Sie studiert Schmetterlinge. Hier sind 4 Schmetterlinge. 1, 2, 3, 4 Schmetterlinge. Es gibt 3700 Schmetterling-Spezies in Peru. Das ist viel. Meine Tante hat eine Schmetterlingsfarm. Viele Schmetterlinge wohnen auf der Schmetterlingsfarm. Meine Tante studiert sie. Meine Tante studiert Schmetterlingen. Meine Tante hat ein schönes, kleines Haus. Das ist nicht groß, das ist klein. Eines Tages, am Montag oder Dienstag, eines Tages kommt ein Junge. Er bringt eine Kiste aus Holz. Das ist eine Kiste und das ist aus Holz. In der Kiste gibt es einen Affen. Der Affe ist ein Baby und er ist krank. Oh nein, armer Affe. Der Junge spricht mit meiner Tante. Sie sprechen. Der Junge sagt, dass er den Affen im Regenwald gefunden hat. Er sagt, oh, da ist ein Affe. Ich habe einen Affen gefunden. Der Affe hat keine Mama. Er ist sehr krank. Der Junge kann sich nicht um den Affen kümmern. Er kann sich nicht um den Affen kümmern. Oh nein. Ich kann mich auch nicht um den Affen kümmern, antwortet meine Tante. Ich weiß nichts über Affen. Sie studiert Schmetterlinge, ja? Der Affe ist sehr krank. Bring ihn in einen Zoo. Es gibt viele Affen im Zoo. Das sagt die Tante zu den Jungen. Bring ihn in einem Zoo. Der Junge geht. Lukas, ich bin sehr traurig. Ich kann nur an den Affen denken. Affe. 3 Tage gehen vorbei. Ja, das ist jetzt 3 Tage später. Ich kann nur an den Affen denken. Oh, armer Affe. Wo ist der Affe? Nach 3 Tagen kommt der Junge wieder. Oh, hier ist der Junge. Noch einmal. Er bringt die Holzkiste, das ist die Holzkiste, mit. Der kleine Affe ist in der Kiste. Er ist kränker als zuvor. Oh nein, er war krank und jetzt ist er kränker. Oh nein. Der Junge sagt, ich habe den Affen zum Zoo gebracht. Sie wollen den Affen nicht. Sie haben viele Affen. Sie wollen sich nicht um einen kranken Affen kümmern. Oh nein, armer Affe. Die Leute im Zoo wollen den Affen nicht. Lukas, ich sehe den Affen an. Er ist kranker als zuvor. Meine Tante
will sich nicht den Affen kümmern. Die Leute im Zoo wollen sich nicht den Affen kümmern. Ich will mich den Affen kümmern, sage ich zu meiner Tante. Bitte, bitte, Tante. In Ordnung, sagt meine Tante. Der Junge gibt meiner Tante den Affen. Ich sage, yay, ich habe den Affe. Wir bringen den Affen zum Tierarzt. Was ist ein Tierarzt? Das ist ein Arzt für Tier. Er gibt den Affen Medikamente. Der Affe ist jetzt wieder gesund. Er ist nicht krank. Jetzt ist er gesund. Ich bin sehr glücklich oder froh. So if you would like to read about this story, you can stop the video, pause the video, and read about how this story came to be. And then you're going to go to the next link. There's a Google form. Make sure to put in your first and last name so I know who you are so you can get credit. And then answer the questions. If you need to look back at this video, that's perfectly fine. Tschüss.